Grüezi miteinander. So grüßt man sich auf den Pilgerwegen in einem der schönsten Länder Europas, der Schweiz. Der Schweizer Jakobsweg wird auch Via Jacobi genannt. In diesem Video beantworte ich dir die wichtigsten Fragen zum Pilgern in der Schweiz. Erstens, wo finde ich Informationen zum Pilgern in der Schweiz? Zweitens, welche Pilgerrouten gibt es in der Schweiz? Drittens, wie finde ich Unterkünfte? Viertens, was sind die Kosten und wie bezahle ich in der Schweiz? Fünftens, was ist mit Verpflegung? Am Ende des Videos gebe ich dir noch spezielle Tipps zu Erfahrungen, die ich selbst auf den Weg gemacht habe. Deshalb bleib bis zum Ende des Videos dran, wenn du alle Informationen mitnehmen möchtest. Hallo, ich bin Jimmy und ich nehme dich mit auf die Pilgerwege in Europa. Ich bin 2025 106 Kilometer auf der Via Jacobi von Konstanz zum Kloster Einsiedeln gelaufen. Dieses Erlebnis kommt dem Pilgern auf dem Camino Frances schon sehr nahe und ich habe viele interessante Menschen kennengelernt. Was ich dabei über diesen schönen Weg gelernt habe, teile ich jetzt mit dir. Lass uns jetzt die wichtigsten Fragen zum Pilgern in der Schweiz beleuchten. Erstens, wo finde ich Informationen zum Pilgern in der Schweiz? Ich habe hauptsächlich die Website Jakobsweg.ch zum Planen meines Caminos in der Schweiz genutzt. Hier findest du umfassende Informationen zu allen Belangen. Eine weitere Seite ist Via Jacobi 4, die ebenfalls umfangreiche Informationen bietet. In Reiseführern wie Rota oder Outdoor findest du neben Wegbeschreibungen zusätzliche Einblicke in Kultur und Geschichte entlang des Weges. Zweitens, welche Pilgerrouten gibt es in der Schweiz? Auf caminoeurope.eu und Jakobswege in Europa findest du Online-Karten der Routen in der Schweiz. Hier kannst du auch GPS-Tracks für Navigations-Apps wie Mapi-CZ herunterladen. Die Wege sind gut ausgeschildert als Wanderweg Nummer 4 und das sowohl in Richtung Santiago mit einer Jakobsmuschel auf blauem Grund als auch für den Rückweg ohne Jakobsmuschel. An fast jeder Kreuzung sieht man gelbe Schilder Wanderweg bzw. Pfeile, welche dir den Weg weisen. Drittens, wie finde ich Unterkünfte? Auf meinem Weg habe ich danach gestrebt, möglichst in Pilgerherbergen und Klöstern zu übernachten, um möglichst viel Pilgeratmosphäre zu erleben. Auf Jakobsweg.ch und Via Jacobi 4 findest du für jede Route in der Schweiz eine Liste mit möglichen Unterkünften. Generell empfehlen die Seiten, dass du Unterkünfte im Voraus buchst. Ich habe bei meiner Planung Unterkünfte aus der Liste von Jakobsweg.ch in eine von mir erstellte Excel-Datei kopiert, in der ich neben den Adress- und den Kontaktdaten den Status meiner Reservierungen festgehalten habe. Das Excel bietet auch einen Link zu Google Maps, wo man den genauen Ort der Unterkunft auf der Landkarte sehen kann. Die Datei kann ich dir zusenden. Schick mir einfach eine E-Mail an die Adresse in der Beschreibung dieses Videos. Ein weiterer Tipp: Jugendherbergen in der Schweiz bieten dir einen Rabatt, wenn du einen Pilgerausweis vorzeigst. Viertens, was sind die Kosten und wie bezahle ich in der Schweiz? Pilgerherbergen und andere Unterkünfte nehmen nur Bargeld, also Schweizer Franken an. Ich habe deshalb mit einer Kreditkarte zu Beginn meines Weges in Kreuzlingen Geld abgehoben. Auch mit dem Schweizer Bezahlsystem Twint kann man oft bezahlen, selbst wenn keine anderen Zahlungsmittel akzeptiert werden. Allerdings benötigst du dafür ein Konto bei einer Schweizer Bank. Die Kosten für die Unterkünfte kannst du den Listen der Websites und oft auch deren Homepages entnehmen. In Gaststätten, Geschäften und anderen öffentlichen Einrichtungen kann man auch gut mit Debitkarten oder Google Pay bzw. Apple Pay bezahlen. Deutsche EC bzw. Girokarten werden eher nicht akzeptiert. Fünftens, Verpflegung. In Pilgerherbergen gibt es in der Regel keine Möglichkeit, ein Frühstück oder Abendessen zu buchen. In der Regel gibt es dort aber eine Küche, wo bestimmte Vorräte wie Nudeln, Marmelade oder Getränke vorhanden sind. Bei der Planung solltest du bei den Pilgerherbergen nachfragen, was sie anbieten und was du gegebenenfalls mitnehmen solltest. Günstig essen gehen kannst du, wenn du Mittagsmenüs nutzt. Abends essen gehen ist meist relativ teuer.
Die Qualität des Essens ist aber generell gut bis sehr gut. Um meine eigenen Ausgaben für Essen gering zu halten, habe ich möglichst Unterkünfte gebucht, die sowohl Frühstück als auch Abendessen anbieten. Für die Pilgerbergen, wo man sich selbst versorgen musste, hatte ich 2 Päckchen getrocknete Tortellini, etwas Parmesan in der Dose und einen kombinierten Salz- und Pfefferstreuer dabei. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich dir noch ein paar Tipps basierend auf meinen eigenen Erfahrungen in der Schweiz geben. Das erste ist, dass die Wege in der Schweiz meistens asphaltiert sind. Und weil ich Bergschuhe über die Knöchel und zu warme Socken anhatte, habe ich mir nach 2 Tagen Blasen gelaufen. Für die Schweiz besser geeignet sind Trailrunners und dünnere Wandersocken. Für die An- und Abreise empfiehlt es sich, Verkehrsmittel und Angebote aus verschiedenen Ländern zu vergleichen. Ich habe für den Weg von München nach Konstanz mit Flixbus nur 17,48 € gezahlt. Für die Rückfahrt von Einsiedl nach München habe ich die Preise der Schweizer SBB und der Deutschen Bahn verglichen. Mit der SBB-App habe ich dann die deutlich günstigere Heimreise gebucht. Der übliche Gruß in der Schweiz auf dem Weg ist Grüezi für Einzelpersonen und Grüezi miteinander für Gruppen von Menschen. In der Regel grüßen dich alle Menschen, denen du begegnest, und du grüßt sie. Die Sprache. Im deutschsprachigen Teil der Schweiz sprechen die Menschen meist Schweizerdeutsch und das auch noch je nach Region in verschiedenen Dialekten. Hochdeutsch wird in der Schweiz als Schriftdeutsch bezeichnet. Wenn die Einheimischen merken, dass du sie nicht verstehst, sprechen sie auch Hochdeutsch mit dir. In den französischsprachigen oder italienischsprachigen Teilen der Schweiz würde ich dir empfehlen, ein paar Brocken in der entsprechenden Sprache zu lernen. Zum Thema Sprachprobleme habe ich für dich ein Video erstellt, das dir sicher weiterhilft. Zum Abschluss wünsche ich dir noch einen guten Start auf dem Jakobsweg in der Schweiz. Buen Camino und einen guten Weg.